Lektion 1: Warteplanung. Das ist eine tolle Idee für ein Thema. Vielleicht wäre ein mexikanisches Thema perfekt. Hilf. Die leuchtenden Farben und die mitreißende Musik sorgen für eine festliche Atmosphäre. Ja, und wir könnten traditionelle Gerichte wie Tacos und Nachos in das Menü aufnehmen. Auf jeden Fall. Das Essen trägt maßgeblich zur Stimmung bei jeder Zusammenkunft bei. Überlegen wir uns nun, wie viele Gäste wir einladen möchten. Das hilft uns bei der Planung. Das ist clever. Wenn wir die Gästeliste kennen, können wir Catering und Dekoration besser auswählen. Genau, wir möchten allen Teilnehmern ein angenehmes Erlebnis bieten. Ja, und Spiele oder Aktivitäten könnten die Party noch lustiger machen. Ich finde die Idee super. Lasst uns ein paar passende Aktivitäten zum Thema ausdenken. Lektion 2: Das Abenteuer wartet. Diese Reise wird ein Abenteuer. Ich kann sagen, sie wird voller Überraschungen sein. Ich stimme voll und ganz zu. Reisen ist immer voller unerwarteter Momente und Erlebnisse. Ja, jede Reise bringt ihre eigenen Herausforderungen und Freuden mit sich. Ich glaube, es sind diese kleinen Überraschungen, die später oft zu den besten Geschichten werden. Ich freue mich sehr darauf, neue Orte zu sehen und neue Leute kennenzulernen. Tja, jedes Reiseziel bietet seine eigene einzigartige Kultur und Perspektive. Ich kann es kaum erwarten, in diese Erfahrungen einzutauchen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Lasst uns jeden Moment genießen und gemeinsam das Beste aus diesem Abenteuer machen. Auf jeden Fall. Entdecken Sie die Welt und all ihre Wunder. Lektion 3: Entdeckung im Buchladen. Ich finde in der ganzen Stadt oft eine gute Auswahl an Buchhandlungen. Sie haben wirklich ihren ganz eigenen Charme. Düsseldorf. Es ist etwas Besonderes, in Regalen voller Geschichten zu stöbern, die darauf warten, entdeckt zu werden. Ja, und manchmal durchsuche ich auch Online-Buchhandlungen nach Titeln, die vor Ort möglicherweise nicht erhältlich sind. Das ist ein cleverer Ansatz. Online-Optionen können eine größere Vielfalt bieten, insbesondere bei Nischengenres. Genau. Ich liebe den Nervenkitzel, ein verstecktes Juwel zu finden, egal ob in einer gemütlichen Buchhandlung oder einem Online-Shop. Es ist wie eine Schatzsuche, nicht wahr? Jedes Buch birgt das Potenzial für ein neues Abenteuer. Auf jeden Fall. Ich unterstütze gerne lokale Unternehmen, aber Online-Shopping ist praktisch, wenn ich nach etwas Bestimmtem suche. Ja, und es ist großartig, dass uns im digitalen Zeitalter so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass die Kombination beider Erfahrungen der beste Weg ist, meine Leselust zu stillen. Lektion 4: Anderen zuhören. Von Armut, aber wir können denen zuhören, die sie erleben und ihre Probleme verstehen. Ja, es ist wichtig, ihre Geschichten zu hören. Jede Stimme zählt, um das Bewusstsein zu schärfen. Ich kann die Verpflichtung unserer Nation versprechen, diese Probleme anzugehen und die Betroffenen zu unterstützen. Das ist eine starke Aussage. Gemeinsame Anstrengungen können bedeutende Veränderungen bewirken. Auf jeden Fall. Wir müssen Programme schaffen, die bedürftigen Gemeinschaften wirklich helfen. Ja, und es beginnt damit, die Grundursachen der Armut zu verstehen und den Betroffenen zuzuhören. Ich stimme zu.
Die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen kann wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, was wirklich benötigt wird. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass unsere Bemühungen wirkungsvoll und sinnvoll sind. Lassen Sie uns über einige Initiativen brainstormen, die wir unterstützen könnten, um etwas zu bewirken. Lektion 5: Athletin-Kontroverse. Bei dem dopingbehafteten Athleten handelte es sich um den kanadischen Sprinter Ben Johnson, der nach seinem Sieg im 100-Meter-Sprint Schlagzeilen machte. Ja, sein Sieg wurde vom Dopingskandal überschattet, der die Sportwelt schockierte. Genau, es warf ernsthafte Fragen zur Integrität und Fairness im Sport auf. Ich erinnere mich, wie gemischt die Reaktionen der Öffentlichkeit waren. Einige waren enttäuscht, andere fühlten sich vom Sport selbst im Stich gelassen. Absolut. Es erinnert uns daran, wie wichtig es für Sportler ist, die Werte ihres Sports hochzuhalten. Ja, und es löste Diskussionen über den Druck aus, dem Sportler ausgesetzt sind, um auf solch hohem Niveau zu performen. Ich denke, es hat auch zu strengeren Vorschriften und Tests im Profisport geführt. Auf jeden Fall. Der Vorfall hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die Sichtweise und den Umgang mit Doping im Sport. Es handelt sich um ein komplexes Thema und ich hoffe, dass zukünftige Generationen aus diesen Fehlern lernen. Lektion 6: Gemütliches italienisches Lokal. Oh ja, das tue ich. Haben Sie schon das gemütliche italienische Restaurant in der Elm Street ausprobiert? Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Ihre Pasta soll fantastisch sein. Das ist es wirklich. Die Atmosphäre ist warm und einladend und somit perfekt für ein entspanntes Abendessen. Das klingt wunderbar. Ich schätze ein Restaurant, das ein angenehmes Speiseerlebnis bietet. Absolut. Außerdem ist das Personal immer freundlich, was zum Gesamtvergnügen beiträgt. Das ist ein großes Plus. Guter Service kann eine Mahlzeit wirklich aufwerten. Ja, und Sie haben einige köstliche Desserts, für die es sich lohnt, Platz zu lassen. Ich kann mir den Geschmack schon vorstellen. Wir sollten mal einen gemeinsamen Besuch planen. Auf jeden Fall. Ich würde dieses Erlebnis gerne mit Ihnen teilen. Es ist ein Juwel in der Nachbarschaft. Lektion 7: Poetische Inspiration. Mein Lieblingsdichter war Aeschylus. Er schrieb über Themen, die einen tiefen Bezug zur menschlichen Erfahrung haben. Das ist faszinierend. Seine Fähigkeit, tiefe Emotionen in seinen Werken einzufangen, ist wirklich bemerkenswert. Ja, er hat Schmerz und Leid auf eine Weise erforscht, die sowohl zeitlos als auch relevant erscheint. Ich schätze Gedichte, die so starke Gefühle hervorrufen können. Sie verbinden uns mit unseren eigenen Kämpfen. Genau. Aeschylus schrieb, im Schlaf können wir Schmerzen nicht vergessen und das ist eindringlich. Es ist erstaunlich, die Kunst unsere inneren Kämpfe widerspiegeln und uns helfen kann, sie zu verarbeiten. Ich glaube, dass Poesie eine einzigartige Möglichkeit ist, unseren unausgesprochenen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Beruf. Es ist eine wunderschöne Ausdrucksform, die bei vielen Anklang finden kann. Lassen Sie uns gemeinsam einige seiner Werke lesen. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu hören. Lektion 8: Familienbande. Eltern von 4 wunderschönen und gesunden Töchtern, Olga, Tatjana, Marie und Das ist eine wirklich nette Familie. Es muss Spaß machen, so viele Geschwister zu haben.
Ja, jede Tochter bringt ihre eigene einzigartige Persönlichkeit in die Familiendynamik ein. Das kann ich mir vorstellen. Mit Geschwistern aufzuwachsen kann wundervolle Erinnerungen schaffen. Absolut. Sie unterstützen sich gegenseitig durch dick und dünn, was ihre Bindung stärkt. Es ist so wichtig. Die Familie kann ein Leben lang eine Quelle der Liebe und Ermutigung sein. Ja, ich bewundere, wie sie gemeinsam Herausforderungen meistern und die Erfolge des anderen feiern. Es ist wunderschön, das mitzuerleben. Ihre Verbindung muss unglaublich stark sein. Ich hoffe, eines Tages in meiner eigenen Familie eine ähnliche Atmosphäre der Liebe und Unterstützung schaffen zu können. Lektion 9. Historischer Kontext. Es gab eine Zeit, in der nirgendwo auf dem Kontinent ein einziger Europäer lebte. Das ist kaum zu glauben. Ja, und im Herbst 1786 traf eine Flotte englischer Siedler ein, was einen bedeutenden Moment in der Geschichte darstellte. Absolut. Ihre Ankunft veränderte die Landschaft und die Dynamik der Region dramatisch. Es ist faszinierend, wie solche Ereignisse die Zukunft prägen und die Kultur beeinflussen. Ja, und die Interaktionen zwischen Siedlern und indigenen Völkern sind ein entscheidender Teil dieser Geschichte. Ich stimme zu. Das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, die Komplexität unserer heutigen Welt zu verstehen. Es ist wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns tiefer in diese Geschichte eintauchen und ihre Auswirkungen weiter diskutieren. Das würde mir sehr gefallen. Die Erforschung unserer Wurzeln kann unglaublich aufschlussreich sein. Lektion 10. Wegbeschreibung zur U-Bahn. Entschuldigung, wissen Sie, wie man zur nächsten U-Bahn-Station kommt? Tja, es ist nur ein paar Blocks entfernt. Gehen Sie unbedingt diese Straße entlang. Das freut mich zu hören. Gibt es bestimmte Orientierungspunkte, nach denen ich Ausschau halten sollte? Ja, wenn Sie am Café vorbei sind, biegen Sie an der Ampel links ab. Dann sehen Sie es gleich dort. Perfekt. Es ist immer hilfreich, klare Anweisungen zu haben, wenn man sich in einer neuen Gegend zurechtfindet. Absolut. Öffentliche Verkehrsmittel können schwierig sein, wenn man die Strecken nicht kennt. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Ich möchte sicherstellen, dass ich meinen Zug pünktlich erreiche. Kein Problem. Behalten Sie einfach die Schilder im Auge, dann sind Sie im Handumdrehen da. Nochmals vielen Dank. Ich fühle mich jetzt viel sicherer, wenn ich unterwegs bin. Lektion 11. Tipps für den Arbeitsweg. Welche Bedenken haben Sie beim Pendeln? Ich habe Angst, dass ich mich auf Reisen nicht anpasse oder die örtlichen Geflogenheiten nicht verstehe. Das ist eine weit verbreitete Sorge, aber bedenken Sie, dass jeder unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen hat. Ja, ich weiß, aber es kann entmutigend sein, eine unbekannte Umgebung zu betreten. Absolut. Die Unterschiede zu akzeptieren kann Ihr Reiseerlebnis tatsächlich verbessern. Das stimmt. Ich denke, es kommt vor allem darauf an, aufgeschlossen und lernbereit zu sein. Genau. Der Austausch mit Einheimischen kann wertvolle Erkenntnisse liefern, die Ihnen auf Ihrem Weg helfen. Ich werde das im Hinterkopf behalten und versuchen, neuen Situationen mit Neugier entgegenzutreten. Das ist die perfekte Einstellung. Sie werden feststellen, dass die meisten Menschen freundlich und hilfsbereit sind.
Lektion 12: Texas Wild. Es ist faszinierend, wie die Texaner durch die Ölraffination Wohlstand aufgebaut haben, was zum Wachstum der chemischen Industrie geführt hat. Auf jeden Fall. Der Einfluss dieser Branche auf die lokale Wirtschaft ist beträchtlich. Ja, es ist bemerkenswert, wie eine Ressource so viele Arbeitsplätze und Möglichkeiten schaffen kann. Auf jeden Fall. Die Entwicklung synthetischer Produkte hat auch verschiedene Märkte verändert. Ich stimme zu. Es ist interessant zu sehen, wie aus diesem Reichtum Innovationen in der Chemie entstanden sind. Ja, und es zeigt, wie eng verschiedene Sektoren bei der Förderung des Fortschritts miteinander verknüpft sein können. Ich denke, diese Erfolgsgeschichte unterstreicht, wie wichtig es ist, in lokale Industrien zu investieren. Klar, es ebnet den Weg für zukünftige Fortschritte und Nachhaltigkeit in der Region. Ich bin gespannt, wie sich diese Branche in den kommenden Jahren entwickeln wird. Lektion 13: Kochen mit einem Spiralschneider. Haben Sie schon einmal einen Spiralschneider benutzt? Ich finde, er kann unglaublich nützlich für die Herstellung von Zucchini-Nudeln sein. Ja, es ist ein fantastisches Küchengerät. Damit macht gesundes Essen gleich viel mehr Spaß. Absolut. Ich liebe es, wie es Gemüse in köstliche, pastaähnliche Gerichte verwandelt. Es eignet sich hervorragend, um mehreren Mahlzeiten mehr Gemüse hinzuzufügen, ohne auf Geschmack verzichten zu müssen. Ja, und Sie können mit verschiedenen Gemüsesorten experimentieren, um einzigartige Gerichte zu kreieren. Ja, Karotten, Gurken und Süßkartoffeln gelingen mit einem Spiralschneider wunderbar. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Mahlzeiten gesünder zu gestalten, und das ist ein unterhaltsamer Ansatz. Auf jeden Fall. Außerdem ist es optisch ansprechend, was das Essen noch verlockender macht. Ich kann es kaum erwarten, einen bunten Salat mit verschiedenen spiralförmig geschnittenen Gemüsesorten zuzubereiten. Lektion 14: Ticketfragen. Gut zu wissen. Kann ich mit demselben Ticket Bus und Bahn fahren? Ja, viele Verkehrssysteme ermöglichen Ihnen den Umstieg zwischen den beiden mit derselben Fahrkarte. Das ist praktisch. Es macht das Reisen in der Stadt viel einfacher. Auf jeden Fall. Achten Sie jedoch darauf, die Gültigkeitsdauer Ihres Tickets zu überprüfen. Das werde ich. Es ist toll, bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel verschiedene Optionen zu haben. Ja, und es spart sowohl Zeit als auch Geld, was immer ein Plus ist. Ich bin dankbar für die Informationen. Sie helfen mir, meine Reise besser zu planen. Jederzeit. Behalten wir auch die Zeitpläne im Auge. Gute Idee. Ich schaue mir die App an, bevor wir losfahren. Lektion 15: Angst überwinden. Manchmal habe ich Angst vor dem Unbekannten. Das kann ziemlich entmutigend sein. Das verstehe ich. Vielen Menschen geht es in neuen Situationen genauso. Haben Sie einen Rat, wie man mit dieser Angst umgehen kann, wenn sie aufkommt? Ja, ich finde, dass es hilfreich sein kann, die Unsicherheit zu akzeptieren. Oft führt es zu persönlichem Wachstum. Das ist ein guter Punkt. Ich denke, das Verlassen meiner Komfortzone kann zu neuen Erfahrungen führen. Ja, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es okay ist, manchmal Angst zu haben.
Ja, und die Konzentration auf die möglichen positiven Ergebnisse kann motivierend sein. Auf jeden Fall. Ich empfehle außerdem, mit einer Vertrauensperson über deine Ängste zu sprechen. Das ist eine tolle Idee. Wenn ich meine Gedanken teile, kann das die Belastung verringern. Lektion 16. Umweltfreundliche Entscheidungen. Die Umstellung auf wiederverwendbare Einkaufstaschen und Wasserflaschen ist ein guter Anfang zur Abfallreduzierung. Zuruf. Es ist eine einfache Veränderung, die große Auswirkungen auf die Umwelt haben kann. Ja, und es regt auch andere dazu an, über ihre Konsumgewohnheiten nachzudenken. Das stimmt wirklich. Kleine Aktionen können eine größere Bewegung in Richtung Nachhaltigkeit inspirieren. Ich stimme zu. Außerdem sparen wiederverwendbare Artikel auf lange Sicht oft Geld. Das stimmt. Es ist sowohl ein umweltfreundlicher als auch kostengünstiger Ansatz für den Alltag. Ich fühle mich motiviert, in meinem Alltag nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Das ist wunderbar. Jeder kleine Einsatz zählt, um unseren Planeten zu schützen. Lassen Sie uns einander zur Verantwortung ziehen, während wir diese Änderungen gemeinsam vornehmen. Lektion 17 Schließfächer. Perfekt. Kann ich Wertgegenstände im Schließfach aufbewahren? Ja, genau dafür sind sie konzipiert. Sie bieten eine sichere Möglichkeit, Ihre Wertsachen zu schützen. Das ist beruhigend. Ich würde mich viel sicherer fühlen, wenn ich wüsste, dass meine wichtigen Dokumente sicher sind. Zuruf. Es ist eine großartige Option für Dinge wie Schmuck, Pässe und Rechtsdokumente. Ich stimme zu. Außerdem schützt es Sie vor möglichem Diebstahl oder Beschädigung zu Hause. Ja, achte nur darauf, dass du protokollierst, was du dort lagerst. Gute Idee. Ich werde eine Liste erstellen, um sicherzustellen, dass ich alles, was ich hineingelegt habe, nicht vergisst. Das ist clever. So können Sie bei Bedarf leichter auf Ihre Artikel zugreifen. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist wichtig, wichtige Besitztümer zu schützen. Lektion 18. Rechtliche Angelegenheiten. Die Float reichte vor amerikanischen Gerichten Klage auf Grundlage des Sherman Antitrust Act ein, der es jedem Unternehmen untersagt, Ja, dieses Gesetz ist wichtig, um monopolistische Praktiken zu regulieren und einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. absolut. Es ist wichtig für die Erhaltung einer gesunden Wirtschaft und den Schutz der Verbraucherrechte. Ich stimme zu. Das Verständnis dieser Gesetze ist sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher von entscheidender Bedeutung. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie sich diese Vorschriften im Laufe der Zeit entwickeln. Auf jeden Fall. Die Rechtslandschaft kann sich ja aufgrund neuer Herausforderungen und Marktdynamiken ändern. Ich denke, es ist wichtig, dass sich jeder seiner Rechte auf dem Markt bewusst ist. Südhof. Wissen ist Macht, insbesondere wenn es um Rechtsfragen geht. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Sie sind für das Verständnis unserer Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Lektion 19. Community-Verbindungen. In einer Gemeinschaft geht es darum, dass alle den Schmerz der anderen spüren und die Segnungen der anderen teilen. Südhof. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, sowohl bei Herausforderungen als auch bei Feierlichkeiten. Ja, und wenn wir dabei vernünftig, ehrlich und fair vorgehen, stärkt das unsere Bindungen.
Ich stimme zu. Es schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Vertrauens innerhalb der Gemeinschaft. Es ist herzerwärmend zu sehen, wie Menschen zusammenkommen, um einander zu helfen. Auf jeden Fall. Freundliche Taten können einen Welleneffekt auslösen und andere dazu inspirieren, ebenfalls etwas beizutragen. Ich bin davon überzeugt, dass die Förderung dieser Verbindungen für eine florierende Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist. Tja, lasst uns Wege finden, uns stärker in unserer Community zu engagieren und einen positiven Einfluss zu erzielen. Ich bin dabei. Gemeinsam können wir ein mitfühlenderes Umfeld schaffen. Lektion 20. Gesunde Entscheidungen. Gefrorene Beeren sind eine tolle Ergänzung für Frühstückssmoothies. Sie verleihen Geschmack und Nährstoffe. Ja, sie sind köstlich und voller Vitamine, was sie zur perfekten Wahl macht. Gibt es Ihrer Meinung nach unverzichtbare Vorratsartikel, die ich für eine gesunde Mahlzeit haben sollte? Auf jeden Fall. Ich empfehle, Vollkornprodukte wie Quinoa und braunen Reis zur Hand zu haben. Das klingt gut. Sie sind vielseitig und können in vielen verschiedenen Gerichten verwendet werden. Ja, und vergessen Sie die Bohnen nicht. Sie sind fantastisch für Proteine und Ballaststoffe. Guter Punkt. Ich finde es toll, wie einfach sie sich in Salate und Suppen integrieren lassen. Ja, es geht darum, eine gut gefüllte Speisekammer zu haben, um gesundes Kochen bequem zu machen. Ich werde Ihren Rat auf jeden Fall befolgen und mich mit diesen wichtigen Dingen eindecken. Lektion 21. Lebensmitteleinkauf. Kein Problem. Steht noch etwas auf deiner Einkaufsliste? Ja, ich brauche Hühnchen zum Abendessen. Es ist ein Grundnahrungsmittel bei meiner Essenszubereitung. Das klingt köstlich. Hühnchen ist so vielseitig und kann in so vielen Gerichten verwendet werden. Ruf. Ich liebe es grillen, backen oder mit verschiedenen Geschmacksrichtungen braten zu können. Ja, und es passt gut zu verschiedenen Beilagen, sodass sich ganz einfach ausgewogene Mahlzeiten zubereiten lassen. Ja, ich denke darüber nach, heute Abend ein Zitronenkräuterhähnchen zu machen. Es ist eines meiner Lieblingsgerichte. Das klingt fantastisch. Frische Kräuter können den Geschmack jedes Gerichts deutlich verbessern. Ja, ich werde mir im Laden etwas davon holen, um das Rezept zu verfeinern. Tolle Idee. Lasst uns diesen Einkaufsbummel angenehm und produktiv gestalten. Lektion 22. Wochenendersflug. Hi, ich habe mich nach einer Pause gesehnt. Wie wäre es, wenn du einen Wochenendausflug planst, um neue Energie zu tanken? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Eine kleine Auszeit kann uns wirklich helfen, abzuschalten und den Geist zu erfrischen. Genau. Ich denke, es wäre schön, irgendwo Neues zu erkunden und die Landschaft zu genießen. Ja, und wir könnten einige lokale Gerichte und Aktivitäten ausprobieren, während wir dort sind. Ich liebe die Idee, verborgene Schätze zu entdecken und vielleicht sogar zu wandern oder einen Strand zu besuchen. Besuch. Die Natur hat die Eigenschaft, unseren Geist zu erfrischen, besonders nach einer anstrengenden Woche. Betrachten wir einige Orte. Ich habe gehört, dass die Berge zu dieser Jahreszeit wunderschön sind. Das wäre perfekt. Frische Luft und eine atemberaubende Aussicht sind genau das, was wir brauchen. Ich werde einige Optionen nachschlagen und wir können unsere Pläne bald fertigstellen. Lektion 23. Quittungsanforderung. Ich bin mit meinem Einkauf fertig. Kann ich bitte eine Quittung haben?
Natürlich. Hier ist Ihre Quittung. Bewahren Sie sie am besten für Ihre Unterlagen auf. Vielen Dank. Ich möchte es haben, falls ich später etwas zurückgeben muss. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, insbesondere bei Quittungen. Genau. Ich habe meine Lektion gelernt, nachdem ich vorher vergessen hatte, danach zu fragen. Ohne die richtige Dokumentation kann es mühsam sein, die Dinge zu regeln. Ja, es ist so viel einfacher, wenn alles organisiert und in Ordnung ist. Einverstanden. Brauchen Sie heute noch Hilfe? Nein, ich glaube, ich bin fertig. Danke für Ihre Hilfe. Lektion 24. Kulturelle Küche. Wissen Sie, viele Restaurants sind auf Gerichte einer bestimmten Nationalität spezialisiert. Ja, es ist faszinierend, wie Essen die Kultur und Tradition eines Ortes widerspiegeln kann. Ich liebe es, verschiedene Küchen auszuprobieren. Jede bietet einen einzigartigen Geschmack und ein einzigartiges Erlebnis. Zuruf. Wenn Sie in diesen Lokalen speisen, ist es wie eine Reise, ohne Ihre Stadt zu verlassen. Genau. Man kann die Welt durch Essen entdecken und es öffnet den Geist für neue Kulturen. Ich stimme zu. Außerdem gibt es so viele verschiedene Kochstile und Zutaten. Es ist immer spannend, etwas Neues zu entdecken. Lassen Sie uns eine kulinarische Tour planen. Wir können verschiedene Gerichte aus verschiedenen Restaurants probieren. Es klingt nach einer leckeren Idee. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Gemeinsam neue Geschmacksrichtungen zu entdecken, wird so viel Spaß machen. Lektion 25. Kreative Beiträge. Wir haben das Glück, kreative Menschen zu haben, die ihre Gaben durch Kunst und Performance mit uns teilen. Zuruf. Ihre Talente bereichern unser Leben und inspirieren uns auf vielfältige Weise. Ja, ob durch Musik, Malerei oder Schreiben, Kreativität hat einen tiefgreifenden Einfluss. Ich stimme zu. Es kann Gemeinschaften zusammenbringen und wichtige Gespräche anregen. Genau. Kunst kann Gefühle und Ideen zum Ausdruck bringen, die sich mit Worten manchmal nicht einfangen lassen. Außerdem ermutigt es uns, über den Tellerrand hinauszuschauen und die Welt anders zu sehen. Unterstützen wir lokale Künstler, indem wir ihre Ausstellungen oder Aufführungen besuchen. Es ist wichtig, etwas zurückzugeben. Das ist eine tolle Idee. Die Zusammenarbeit mit unserer lokalen Kreativ-Community ist eine wunderbare Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen. Ich bin gespannt, welche Talente da draußen darauf warten, entdeckt zu werden. Lektion 26. Tipps zum Zeitmanagement. Was ist Ihr Geheimnis für effektives Zeitmanagement? Es scheint, als ob Sie alles so gut im Griff haben. Ich priorisiere Aufgaben und setze mir jeden Tag erreichbare Ziele, um auf Kurs zu bleiben. Das ist eine clevere Strategie. Aufgaben in überschaubare Schritte zu unterteilen, macht sie weniger überwältigend. Ja, ich achte auch darauf, für jede Aufgabe ein bestimmtes Zeitfenster einzuplanen. Das hilft mir, mich zu konzentrieren. Ich sollte damit anfangen. Manchmal werde ich abgelenkt und verliere den Überblick darüber, was getan werden muss. Ja, es ist wichtig, Ablenkungen zu minimieren. Ich versuche beim Arbeiten eine ruhige Umgebung zu schaffen. Das ist ein guter Punkt. Ich werde mir einen ruhigen Ort suchen, um meine Produktivität zu steigern.
Und vergessen Sie nicht, Pausen einzulegen. Sie sind wichtig, um Energie und Konzentration aufrechtzuerhalten. Das werde ich auf jeden Fall einbauen. Danke für die hilfreichen Tipps. Lektion 27. Analyse des Wettbewerbs. Wir sollten die dahinter stehenden Faktoren analysieren, insbesondere im Hinblick auf den Marktwettbewerb. Zugegeben, der Wettbewerb kann bei der Entwicklung von Trends und Verbraucherentscheidungen eine Rolle spielen. Ja, das Verständnis dieser Dynamik kann uns dabei helfen, in Zukunft fundierte Entscheidungen zu treffen. Hilf. Um relevant und innovativ zu bleiben, ist es wichtig zu wissen, was andere tun. Ich denke, dass die Untersuchung von Wettbewerbern wertvolle Erkenntnisse über deren Strategien liefern kann. Klar, wir können sowohl aus ihren Erfolgen als auch aus ihren Fehlern lernen. Lassen Sie uns Daten sammeln und unsere Ergebnisse besprechen. Das ist eine großartige Möglichkeit, Strategien zu entwickeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam in diese Analyse einzutauchen. Ich auch. Es ist immer spannend, neue Wachstumsmöglichkeiten zu erkunden. Lektion 28. Reise flussabwärts. Die Fahrt flussaufwärts war intensiv und fühlte sich wie ein echtes Abenteuer an. Ich kann es mir nur vorstellen. Seine einzige Fluchtmöglichkeit war die Fahrt auf dem Colorado River in einem kleinen Boot. Ja, es war eine furchtbare Reise, da die Strömung so stark und unberechenbar war. Das klingt nach einer herausfordernden Erfahrung. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, da durchzukommen. Es erforderte viel Mut und Geschick, mit solchen Bedingungen umzugehen, insbesondere allein. Betelhoef. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie Entschlossenheit jemanden dazu bringen kann, Hindernisse zu überwinden. Ja, und die Schönheit der Landschaft muss sowohl atemberaubend als auch einschüchternd gewesen sein. Ich bewundere diejenigen, die sich solchen Herausforderungen stellen. Das zeigt wirklich ihren Abenteuergeist. Denken wir daran, den Mut wertzuschätzen, der erforderlich ist, um sich ins Unbekannte zu wagen. Lektion 29. Internationale Bewegung. Das Thema internationale Einwanderung und Sportlermobilität gewinnt heute zunehmend an Bedeutung. Ja, es zeigt, wie vernetzt unsere Welt geworden ist, insbesondere im Sport und in der Kultur. Auf jeden Fall. Profi- und Spitzensportler reisen oft über die Grenzen, um an Wettkämpfen teilzunehmen und ihr Talent unter Beweis zu stellen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich diese Athleten an unterschiedliche Umgebungen und Kulturen anpassen. Ja, ihre Erfahrungen können nicht nur ihr Privatleben bereichern, sondern auch die Gemeinschaften, denen sie beitreten. Ich stimme zu. Es fördert ein Gefühl globaler Einheit und Verständnis durch gemeinsame Leidenschaften. Lassen Sie uns untersuchen, welche Auswirkungen diese Bewegungen auf die Sportbranche und die Sportler selbst haben. Das klingt nach einem tollen Plan. Das Verständnis dieser Dynamik kann wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich freue mich darauf, die Auswirkungen dieses Themas zu diskutieren und gemeinsam mehr zu erfahren. Lektion 30. Elterliche Führung. Sie argumentieren außerdem, dass Eltern ihre Kinder davon abhalten könnten, gewalttätige Fernsehsendungen anzusehen. Ja, die elterliche Führung ist entscheidend dafür, was Kinder in jungen Jahren erleben. Absolut. Es ist wichtig, dass Eltern Grenzen setzen und Inhalte mit ihren Kindern besprechen. Ich stimme zu. Das Verständnis der Auswirkungen der Medien auf das Verhalten von Kindern ist für ihre Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Ja,
Und wenn man sie dazu anregt, kritisch über das nachzudenken, was sie sehen, kann das zu gesünderen Entscheidungen führen. Ja, es geht darum, eine offene Kommunikation zwischen Eltern und Kindern zu fördern. Ich hoffe, dass sich mehr Familien an diesen Diskussionen beteiligen, um ein positives Medienumfeld zu schaffen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass Eltern den Medienkonsum ihrer Kinder aktiv steuern. Lassen Sie uns einige wirksame Strategien untersuchen, die Eltern zu Hause umsetzen können.